So, wir sind zurück. The Man with the Horns, Richard Carson Steuart, Werner Aumüller aus Ober-Euerheim, and Nuremberg, Bayerischer Rundfunk. This is a book from Walt Johnson, who's and I'm not trying to say that Walt is not a very intelligent and conscientious man. He's really trying to make an example here and trying to help people. But there's no point in trying to do things if you haven't got a serious method of approaching something. And I think when I asked Bobby Schuh one time how he learned to play in the high register, he said, well, I just take Charlet etudes and play them up an octave. He didn't have any patent idea. This is a really patent idea that Mr. Walt Johnson is using, because he had to play in big band right away. This is a 14-page book. That's the whole book, 14 pages. So I think what he's really trying to say is, here's my method. I put my mouth in a certain position, the top lip over my bottom lip, force the air out between, and get as high a note as possible for, even if it's just a short time. I just want to play a high note at the end of a piece, and so that my boss, Mr. Sinatra, says, oh, great high note at the end, man. Great, I sounded great, you sounded great. But that's really not music. That's making loud, high sounds or noises to speak to the pleasure and the instincts of really very primitive aspects of playing the trumpet. Still, that's my opinion. Other people might have other opinions. High C, high D, that's a high E, I'm sorry, sounding D. The idea is to, first of all, have it in your ear and know how much compression you need here and how much pressure of the mouthpiece so you maintain the equilibrium. Otherwise, you'll hurt yourself. I've had to do recordings where I started on a high F. Usually it was a piccolo kind of thing. Let me just take a piccolo trumpet and do that for you just for 1 second. That's actually a sounding E flat. Now I just wanted to prove something here. This is a mouthpiece that, this should fit in here just like that. No, this is oh, it doesn't really matter. This is for you see, a Punktmundstück that has a little, this fits this trumpet, but this trumpet doesn't go in all the way, but let's just use it anyway. I just want to show you that it has nothing to do with the mouthpiece itself. On the piccolo trumpet, it seems a lot easier, but it's another situation. The piccolo trumpet has a lot more resistance because the bore is small. That's what allows you more stability in the high register. Now, Werner wanted to ask me about how to play extreme high notes, or at least to the sounding F, and so I decided to have a series of mouthpieces made for him, first of all with a standard back bore. But then, oh, by the way, there's your flugelhorn mouthpiece. You wanted one. Okay. Yeah. Okay. But this is one called, this is the same as the mouthpiece that you have here, but it has 1 millimeter longer, what they call the sela. The sela, or the sole of the mouthpiece, is when it comes out of the throat of the mouthpiece, and then it's extended an extra. That's how you have a try of that. This is 1 millimeter longer in the sole of the mouthpiece, where it stays cylindrical. So let's try that. Maybe you want to just try from here or here. Maybe start on the low register, I don't care. Okay. Now you notice there's a difference, oder nicht? Ich glaube, das andere ging einfacher. Aha. Also, du hast ja mehr Widerstand hier. Und die Frage ist, wo willst du diesen Widerstand aufbauen? Willst du durch die Zungenposition oder durch die Apparatus selber hier? Noch zurück zu der Standard-Rückbau? Oh, Werner, tu mir einen Gefallen. Nicht durch die Nase einatmen, durch den Mund.
Hals offen. Okay, ohne darüber zu sprechen, wir machen das nochmal, der Vergleich. Alle Apparat gleich, nur das Mundstück, also mit Adaptering und so weiter. Noch ein Probier. Das gleiche nochmal. Okay, so, now. Braucht deutlich mehr Luft, habe ich das Gefühl. Du brauchst mehr Luft damit. Aha, nein, brauchst du nicht. Dann habe ich nicht voll gemacht am Anfang. Nein, darum geht es nicht. Es geht, dass der Widerstand anders ist. Und man muss dann überlegen, wie gehe ich mit dieser anderen Widerstand um. Dieses Mundstück hier ist die nächste Fortsetzung. Das ist eine SLS, lange Seele 2. So, this has 2 millimeters of extended Rückbohrung. Good. Werner, now that was different. Das war angenehmer Ja, jetzt. ist interessant, ja? Also dieses hier, to explain, das Mundstück, dieses Standard-Mundstück, das du zuerst gespielt hast, hat die gleiche Kesselform, gleiche Rückbohrung, wie das, nur hier, die Seele, der Kessel von dem Mundstück, then the throat of the mouthpiece is the Seele in Germany, where it goes into then, the throat goes in then to the Kehlkopf into the Hals von dem Mundstück. And this is 1 millimeter longer. This one's 2 millimeters longer. Now you want to change it yourself? Du kannst das hier wechseln selber. Das muss nur hier ein bisschen, ja genau. Probier mal das. Das ist 1 Millimeter. Aber Werner, nicht durch die Nase atmen. Okay, interessant, ha? Ich finde das mit 2 Millimeter noch besser. Ja. Aber die Frage ist, noch einmal, ich halte das für dich. Okay, good. Now, it's okay, it's okay. Now let's try this standard Kessel nochmal. Zurück zu der Standard Kessel, bitte. Okay, good. But you see, Ich habe am Anfang schon mehr gespielt. Ja, ist mir als klar. steht, das zählt jetzt. Aber was ist deine Empfindung? also am angenehmsten fand ich jetzt tatsächlich die 2 Millimeter LS2, längere. länger Seele 2. 2 Millimeter länger Seele. Ja. Interessant ist, dass der Klang verändert sich. Wenn die Seele
länger ist, sind die hohen Töne heller von Klang. Wobei der Standard ist, sind dunkler. Das ist natürlich die Frage, man muss sich auch daran gewöhnen und Zeit damit verbringen. Und dann die Frage ist, ab welchem Punkt dann wird es dann anders in die Extremhöhe auch dann anders werden. Also ich habe ein paar Mundstücke auch machen lassen von Clear. Leider die Mundstücke, die sind in LS-Form. Das ist ein LS1, aber es ist schwierig zu vergleichen, weil erstmal da passen diese Trompete nicht, weil das Stimm ist dünner und weil es ein mittelschwer ist und nicht ein länges. Ich wollte das gleiche wie du, aber ich habe noch 2 Mundstücke. Ich habe noch was bestellt von ihm. Jedes Mundstück, das ich mache oder neu, was ich entwickle für eine Kollege oder Student oder für ehemalige Student oder so, hat zu tun mit Kenntnissen, die ich für mich auch dann haben möchte. Und da ich einen anderen Ansatz größer habe, muss ich das Mundstück auch haben. So, jedes Mal, wenn ich ein Mundstück für jemanden mache, es kostet mir das Gleiche für den. Also es ist kein Verdienst da drin, es kostet mir das. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Aber what I don't want to ever do is force the embouchure. If I force the embouchure, then I won't be able to play other things musically later. For me, it's not a question of playing a high note or a low note. But Werner, I think if you take these 3 mouthpieces, compare them to each other when you go home today and keep them for a while, you can decide later what it is that you want or don't want. Play this exercise, but then take it a half tone higher. Fang mit Cis an. Kannst du das probieren? Also Cis und G ist eigentlich, sind die Wechselpunkte. Okay, good. So maybe it'd be better. Vielleicht ist es besser, wenn du später anfängst, gleich von hier, so dass du diese 3 Tage nicht hast. Welche Version ist denn das? Weißt du? Das ist jetzt 17 ohne alles. Okay. Standard. Okay, dann vielleicht nehmt deine LS1. Okay. Okay, gut. Ich schlage vor, dass du spielst das hohe Cis mit 2. Ventil. Es ist leichter. Ja? Aha. Ja. Okay. Und how much time do we have, Mike? 1 more minute. Okay, das ist jetzt mal probieren wir für das letzte in dieser Serie mit LS2. So, tatsächlich hast du mehr Luft gehabt, ja? So war es mehr Widerstand drin. Das hohe Cis ist gut mit 2 Ventilen. Ja, man muss bloß konzentrieren, dass man es auch Ja, verwendet, ist wenn es so klar, schnell ja, ist klar, ist klar. Aber das hast du gemacht. Gut. Also, was ist deine... Oh, wir müssen jetzt Schluss machen für diese YouTube. Und der nächste YouTube geht es ganz einfach um Werner seine Empfindung dieser ganzen Sache gegenüber. Ich bedanke mich. The Man with the Horns, Richard Carson, Steuart, Werner Aumüller.